ein einziger geseelter Handballenschlag. Das war alles, was es braucht. Ein Waffe, die drei ausgebildet Waffenmechaniker zum Kopfkratzen gebracht hat. Ein junger Schütze mit rotem Kopf und schweißnasse Stirn. Und ein gesamte Qualifikationslinie, die zum Stillstand gekommen war. Behoben von einem 75-jährigen Mann, der zum geschütztem gehen musst und davor einen Gestock braucht. Wenn dich das nicht daran erinnert, dass echte Erfahrung niemals ersetzt werden kann, dann nichts. Schreib Respekt in die Kommentar, wenn du glaubst, dass die alte Guard noch immer hat, was es braucht. Es war ein Samstagmorgen in September. Die Art von Morgen, an dem die Luft noch den leichten bis der nächtlichen Kälte trug, die Sonne aber bereits etwas warmes bis zum Mittag versprach. Sie stand 14 in Fort Riley war erfüllt vom kontrollierten Chaos des jährlichen Waffentages, einer Reservenheit, die Art von Veranstoltung, die monatelang im Ausbildungsgelände stand und trotzdem irgendwie wie eine Überraschung wirkte, wenn es schließlich eintraf. Humvees und MAPs standen in ordentlichen Reihen auf dem Kiesstreifen hinter der Schießlinie, ihr Motorhaube für die Vorabkontrollen geöffnet, ihr Turm mit den schweren schwarzen Silhouetten von Gruppenwaffen bestückt. Soldaten in ACUs bewegten sich zwischen den Fahrzeugen und trugen Munitionskisten, Klemmbretten und den besonderen Gesichtsausdruck von Menschen, die in einem vermutlichen Wochenend viel zu früh aufgestanden waren. Der Rangeturm stand am anderen Ende, sein Fenster spiegelten den blassen Kansas-Himmel wider, ein kleiner Lautsprecher nistet mit Reichweitenkommandos, die über das flächige Land holten. Es gab Papierscheiben auf 200, 400 und 600 Metern Entfernung, ihr Umriss kaum sichtbar vor der braunen Erde und dem Steppengras. Der Geruch von CLP und verbranntem Pulver lag bereits in der Luft von den früheren Kleinkaliber-Qualifikationen. Und nun war es Zeit für das Schwergerät. Die aufmontierten Waffensystem. Das schwer Maschinengewehr Kaliber .50, die M2 Browning. Die Medusa. Oberfeldwebel Dirk Kellermann stand in der Nähe des Bereichskontrollpunkts, ein Klemmbrett gegen seinen Oberschenkel gepresst, und arbeitet sich noch einmal durch die Schussreihenfolge. Kellermann war ein Berufsreservist mit Wurfjahren-Dienst, ein Logistik-Unteroffizier, der Qualification-Stage ernst nahm, weil es die seltenen Gelegenheiten waren, bei denen seine Einheit tatsächlich die Waffen in die Hand nehmen dürfte, die SIE kennen sollten. War ein kompakter Mann, als Effizienz in kurzen Sätzen mit einem akkurat gestutzten Schnurrbart, der irgendwie vorschriftsmäßig wirkte, auch wenn es wahrscheinlich nicht war. Hat die bei den vergangenen Wochen damit verbracht, Munitionsentnahmen, Stillstandsavierungen und Fahrzeugzuweisungen zu koordinieren. Und jetzt wollte nur, dass der Tag sauber blieb. Keine Sicherheitsverstöße, keine Gerätosfall, kein Drama, ein reibungsloser Tag. Hat sich mit einem ereignislosen Tag zufrieden gegeben. Word weder das ein noch das Ende bekommen. Das Fahrzeug, das DEM, das 10 Durchgang der .50 Kaliber Qualification zugeteilt war ein gepanzerter Humvee mit Ringhalterungsturm. Und der erste Schütze war gefreiter Tobias Brandt. Brandt war 22 Jahre alt, frisch von der MOS-Schule, mit dem glattrisierten Gesicht und der tadellos sitzenden Uniform eines Mannes, der noch versagt, Eindruck zu machen. Hat an diesem Morgen mit ansehnlichen Ergebnissen beim M4 und dem Milligramm 3 qualifiziert und sprach sich dem letzten Übungswochenende vom .50 hat genau einmal zuvor geführt, bei einer Einweisungsübung in der Kaserne und erinnert sich an die Roh, dumpfe Kraft, an die Druckwelle, die durch sein Schutzwest zu stanzen schien, selbst mit Gehörschutz. Wollte dieses Gefühl noch einmal erleben. Kletterte mit der Begeisterung eines Menschen in den Turm, der noch nicht wusste, was der Tag für bereithielt.
Das schwer Maschinengewehr M2 Browning ist ein der legendarsten Waffen im amerikanischen Militärbestand. Von Johann Moses Browning in den letzten Tagen des Ersten Weltkriegs entworfen, ist es seit über einem Jahrhundert im ununterbrochenen Dienst. Es wird auf als montiert von Infanteriedrehbahnen bis zu Kriegsschiffen, von Bomben bis zu Panzern, von Humvees bis zu Hubschraubern. Es verschießt 3.50 BMG Patroni, ein Geschoss so leistungsstark, dass es leichte Panzerungen durchdringen, Fahrzeuge außer Gefecht setzen und Ziele in Entfernungen von über einem Kilometer bekämpfen kann. Die Waffe selbst ist ein Meisterwerk, kontrollierte Gewalt, allein der Verschlusskasten, wiegt rund 38 Kilogramm, mit einer Kadenz von 450 bis 600 Schuss pro Minute. Doch bei aller Legendenstatus besitzt die Medusa unter Soldaten einen Ruf, der über ihre Führkraft hinausgeht. SIE ist zuverlässig, vernichtend effektiv und tief unnachgiebig gegenüber jedem, der SIE nicht versteht. Die M2 erfordert präzise Kopf vom Justieren und Taxzeitinstellung. Macht man es falsch, führt die Waffe nicht. Macht man es sehr falsch, kann die Waffe katastrophal versagen. Jeder Soldat, der mit der M2 gearbeitet hat, weiß, SIE verlangt Respekt. Man kann sich bei IHR nicht durchmogeln. SIE merkt, wenn man SIE nicht kennt. Brantley sich in den Turm sin kennen, sein Stiefel gegen die Bodenplatten gestemmt, sein Hand auf den vertrauten Schmetterlingsabzügen. Der Hilfsschutz, gefreiter erster Klasse Richter, hat den ersten Gurt mit Verkettete Munition eingelegt und die Superklappenabdeckung geschlossen. Brandt würde sein Vorab kontrollen so durch, wie man es ihm beigebracht hat mit der sorgfältigen Bedachtigkeit eines Menschen, der ein mental Checkliste bearbeitet. Lud die Waffe durch, indem den Spangriff mit bei den Händen nach hinten zog und nach vorn schnappen ließ, die erste Patrone einführend. Gab Richter einen Daumen nach oben. Richter meldet es in Kellermann. Kellermann meldet es in den Turmstand. Der Schießstand war heiß. Brandt druckt die Schmetterlingsabzüge. Die M2 Bratsch in IHR charakteristisches, tiefsrhythmisches Hammen aus, der Klang rollte wie langsamer Donner über das Flaschkansas Terrain. Messinghamulsen flogen in einem goldenen Bogen aus dem Ossifer und klirrten gegen Humvees Panzerung. Staub wirbelt auf, worin die schweren Geschoss die Zielscheiben auf der Entfernung durchlockerten. Brandt grinste hinter seinem Augenschutz. Das war genau das, worauf gewartet hat. Der erste Feuerstoß war sauber. 5 Schuss. Ließ los, korrigiert seinen Anschlag leicht und druckt erneut. Noch ein Feuerstoß, diesmal 3 Schuss, die Einschlag über die Zielscheibe wandend. Machte sein sich gut. Wusste, dass gut war. Druckt die Abzüge, ein drittmal die Waffe für 2 Schuss und stoppt. Kein allmähliches Nachlassen, kein Klicken, ein hart mechanisch Blockade. Der Verschluss hat sich in einer Position verriegelt, die weder vollständig in Schussbereitschaft noch vollständig zurückgezogen war. Der Spangriff war eingefroren. Die Waffe saß im plötzlich stillen Turm, wie ein Stück wütender Skulptur noch heiß, noch geladen und völlig unwillig sich zu bewegen. Brandt starrt die Waffen. Versucht den Spangriff. Ruht sich nicht. Verwanderte seinen Griff, stemmte die Schulterdagegen und zog erneut. Nichts. Der Griff hatte benso gut im Verschlusskasten festgeschweißt sein können. Spürte den ersten kalten Schauer der Verlegenheit, der sich mit seinem Adrenalin vermischte. Hat die Sofortmaßnahmen für die M2 gelernt. Kannte SIE. War sicher, dass SIE kannte. Den Spangriff nach hinten sehen. Wenn sich der Verschluss bewegt, zweimal spannen und Feuerversuch. Wenn sich der Verschluss nicht bewegt, liegt ein Störung vor, die einen Eingriff auf Waffenmechanikerieben erfordert.
Der Verschluss bewegt sich nicht. Fewer Einstellen auf Bahn 3. Kellermann Stimmigkeit über das Funkgerät. Fletch und unüberrascht auf die Art von Antrophisieren, die schon jeds nur denkbar Missgeschick in einem Schießstandtag erlebt haben. Wir haben ein Storing. Brandt kletterte halb ausdem Term, das Gesicht rot, die Hand noch immer am Verschlusskasten, als konnte die Fehlfunktion durch körperlichen Kontakt wegwillen. Ich kann nicht spannen, Feldwebel, rief nach unten. Der Griff ist blockiert. Ich glaub, es ist ein Kopfraumproblem. Kellermann ging herüber, so wef hoch und sucht der Sufser, der das Gewicht eines gesamten ruinierten Zeitplans tragt. Betätigt sein Funkgerät und rief die Waffenmechaniker. Die Qualification lag auf Eis. Der Tag war gerade länger geworden. Die Waffenmechaniker trafen binnen Minuten ein Dreh von innen, angeführt von Stabsfeldwebel Marcus Weber, einem drahtigen Mann mit overschmiedten Händen und dem permanent genervten Ausdruck eines Menschen, dessen Verständnis immer nur dann gebraucht wird, wenn etwas schiefgelaufen ist. Weber kletterte auf Humvees Motorhaube und büht sich in den Turm, die M2 mit der fokussierten Intensität eines Chirurgen betrachtend, der ein Wand untersucht. Sein bei den Assistenten, Stabsgefreiter Dietrich und Gefreiter Henning, standen darunter, reiten Workzug hinauf und äußerten Meinungen, die Weber weder verlangt noch zur Kenntnis nahm. Der Kopfraum stimmt nicht, sagte Weber nach einer Minute Untersuchung, und holt ein Kopfraum und taxitle aus seinem Workzeugkasten. Jemand hat das Ding falsch eingerichtet. Der Verschluss sitzt nicht richtig auf. Ich hab's nach Vorschrift eingestellt, sagte Brandt von dort, wo in der Nähe stand, die Arm verschränkt, den Kiefer angespannt. Weber sah ihn nicht an. Die Vorschrift klemmt keine Waffen, Gefreiter. Hand tan das. Adjustiert den Lauf, prüft die Lehr, tippte mit einem Kombischlüssel auf etwas und versucht den Spangriff. Bewegt sich nicht. Versucht es erneut, fester. Immer noch einschfroren. Murmelt etwas unter seinem Atem, das sich nicht für offiziell berechtigt einit, und versucht es von der anderen Seite, drucken verschiedene Richtungen ausübend. 5 Minuten Vergingen, dann sehen. Die Reihe wartender Soldaten begann, sich in ihr Fahrzeug zu lehnen, manche zogen Handys heraus, die drifteten zu dem Wassercooler hin, der auf einem Klapptisch neben dem Turmstand stand. Stabsgefreiter Dietrich kletterte hinauf zu helfen, und nun bügten sich 2 Männer über die Waffe, die im leisen technischen Handshake der Waffenmechaniker darüber diskutierten, ob das Problem im Kopfraum, und der Taxit oder in einer verformten Hals lag, die im Lauf steckte. Gefreiter Henning bot von unten einen Vorschlagen, der einen Messingdorn und einen Holzhammer involviert. Weber sagte ihm, soll etwas Nützlicheres tun. Henning wanderte von, einen Messingdorn und einen Holzhammer zu suchen. 15 Minuten waren seit der Storing vergangen. Kellermann war befunk mit dem Turmstand und erklärt die Versorgierung. Der währendwörtliche Offizier, ein junger Lieutenant namens Power, war ausdem Verwaltungszelt herübergekommen und stand mit den Händen in den Haften dabei und beobachtet die arbeitenden Waffenmechaniker mit dem Ausdruck eines Menschen, der berechnet, wie sich das auf sein Ausbildungskensalen auswirken wird. Niemand bemerkt den alten Mann zunächst. Das war das Besondere an ihm. War die Art von Mensch, die im Rand von Ereignissen existiert anwesend, aber unbeachtet, wie ein Oldsmobelstück, das einen Raum einnimmt, ohne den Blick auf sich zu sehen. War etwa ein Stunde zu vorm Schießstand angekommen, in einem verblesten blauen Ford F-150, der so viel Dienstjahr gesehen zu haben schien wie selbst. Hat nahe dem Zuschauerbereich geparkt, einem abgesperrten Abschnitt hinter der Schießlinie, wo Familien angehörig und Veteranen die Qualification aus sicherer Entfernung beobachten dürften. War langsam aus dem LKW gestiegen,
hat noch einmal hiningegriffen und einen Holzgestock mit gebogenem Griff herausgeholt der Ossa, als wäre von Hand geschnitzt und nicht in einem Sanitätshaus gekauft worden. Trug ein schlicht Karkejack, Dunkelhosen, Arbeitsschuh, die sauber aber alt wären, und ein verbles schwarz Skirmutz und Sichtbes abzeichen. Sein Gesicht war tief gezeichnet, die Haut gebrannt und verwittert auf ein Weißer, die von Jahrzehnten im Freien Spratsch, und sein Augen wären von der Farbe des Bartwassers, blass und scharf unter schweren Brauen. Sein Haar, so weit es unter der Mütze sichtbar war weiß und kurz geschnitten. Bewegt sich mit dem bedächtigen, gemessenen Schritt eins Menschen, der sein Körper gelernt hat, Energie zu sparen, weil keine mehr zu verschwenden hat. War 75 Jahre alt und so jetzt gewonnen. Sein Name war Ernst Jessel. Hauptfeldwebel ad Ernst Jessel, hier der Vereinigten Staaten. Aber noch niemand in Schießstand 14 wusste das. Für SIE, wenn SIE überhaupt bemerkten, war einfach ein weiterer alter Veteran, der aufgetaucht war, den Jungen Soldaten beim Umgang mit den großen Kanonen zu sehen. Fort Riley hat viel davon. Pensioniert Unteroffizier und Offizier, die in den umliegenden Städten lebten, und noch immer den Sog der Basis spürten, die zu Übungen und Zeremonien kamen, wie ehemalige Athleten in ihren alten Stadien auftauchen. Man behandelte SIE mit beiläufiger Hofflichkeit im besten Fall, sanfte Herablassung in den meisten. SIE waren Gästen. Der Schießstand war hüt. Jessel hat die Qualifikation von seinem Platz nahe der Absperrung aus beobachtet, mit bei den Händen auf den Gestock gestützt, sein Ausdruck unlesbar. Hat den Kleinkaliber Qualifikationen mit stiller Aufmerksamkeit zugesehen. Hat beobachtet, wie die Fahrzeuge für den montierten Waffendurchgang aufgestellt wurden. Hat beobachtet, wie Brent mit der Begeisterung der Jugend in den Turm kletterte und hat beobachtet, wie die M2 aus ten sobern Fuestos abgab, mit einem leichten, komponembren Nicken. Und hat die Storing beobachtet. Hat Brandts Ringen mit dem Spangriff beobachtet. Hat die Ankunft der Waffenmechaniker beobachtet, argumentieren, sondieren und scheitern. Beobachtet nun seit 20 Minuten, und etwas in seiner Haltung hat sich verändert. Das entspannte Lernen im Stock war so etwas aufrechterem, aufmerksameren geworden. Sein Kiefer hat sich gestraft. Sein Augen hatten sich verrenkt. So aus wie ein Mann, der sehr hart versucht, etwas nicht zu sagen. Scheitert. Jessel ging vorwärts zum Absperrband vorbei, über den Kiesstreifen zum Humvee hin, wo die Waffenmechaniker noch immer arbeiteten. Sein Stock tippte mit jedem Schritt auf den Boden, ein langsames rhythmisches Geräusch, das irgendwie selbst über den Umgebungslärm des Schießstands hinweg zu hören war. Kellermann bemerkt zuerst und trat ihm entgegen. Mein Herr, dies ist ein aktiver Schießstandbereich. Ich muss Sie bitten, hinter der Beobachtungslinie zu bleiben. Jessel hielt in. So Kellermann mit die sen blassen, scharfen Augen an. Ich weiß, wie ein aktiver Schießstand aussieht, Zahn. Ich war auf mehr davon als du heiß Mahlzeiten gegessen hast. Sein Stimme war ruhig, behaglich, mit einem leichten Raspeln, das alte sein konnte, oder das Residuum von Jahrzehnten des Schreiens über Motoren und Schuss hinweg. IHR.50 hat einen feststeckenden Verschluss. Der Vorwärtsschildschrift klart nicht. Ihr Waffenmechaniker prüfen den Kopfraum, aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Verschlusswurst über die Laufverlängerung springt, weil die Rucksatzbufferplatte nicht bandig aufsitzt. Das passiert, wenn die Rucksatzfeder verschlossen ist und den Verschlussträger nach anhaltendem Feuer nicht vollständig in Position zurückbringt. Oder in diesem Fall, wenn jemand die Waffe zerlegt und nicht die Federspannung des Puffers überprüft hat. Kellermann blinzelt.
So den alten Mannen, den Stock, den die Verblus Jack, den wieder das Gesicht des alten Mannes. Mein Herr, ich schätze den Hinweis aber wir haben qualifiziert Waffenmechaniker, die sich darum kommen. Wenn sie bitte hinter die Line zurücktreten würden. You qualifizierten Waffenmechaniker stehen die seit 20 Minuten und sind dabei, einen Holzhammer zu holen, sagte Jessel. Ich kann die Storing in etwa 3 Sekunden beheben, wenn sie mich dorthin übergehen lassen. Kellerman auf nicht den Mandem zu antworten, aber Lieutenant Power hat den Ostosch mitgehört und kam herüber. Power war 26, offensichtlich vorsway jaren, und bewegt sich mit jener besonderen Selbstsicherheit, die vom Abschluss an einer renommierten Institution herret, und noch nicht durch genig real Erfahrungen getempert worden war. So Jesselin, wie man einen gutmeinenden, aber items behafteten Onkel auf einer Familienfeier ansieht. Mein Herr, wir freuen uns, dass Sie der Qualification bewohnen, aber das ist ein operativer Ausbildungseinsatz, und wir können keine Zivilpersonen bei der Waffenwartung zulassen. Unser Team wird das regeln. Powers tun war hoffentlich auf die Art, wie Abweisungen oft hoffentlich sind. Die Art von Hofflichkeit, die in Wirklichkeit ein sich schließen TU ist. Jessel sah den Lieutenanten. Stritt nicht. Hob die Stimme nicht. Stand einfach einen Moment lang die Hand auf dem Stock ruhend, und sagte dann sehr leise. Herr Lieutenant, ich habe .50 Kaliber Storingen geklart, bever ihr Eltern sich kannten. Ich habe einen M1 Abrams im 7. Panzerbrigade kommandiert. Ich war Panzerkommandant in der Operation Wostensturm. Ich habe 10.000 Schuss durch die Medusa im Kampf geführt. Im echten Kampf, nicht auf einem Qualifikationsstand in Kansas. Macht die ein Pause. Jetzt können Sie mich herübergehen lassen und ihr Waffe reparieren, oder Sie können hier hoffentlich stehen, während ihr gesamte Ausbildungstag auseinanderfällt. Ihr Entscheidung. Power start EHNN. Kellerman start EHNN. Die Soldaten in White waren still geworden auf die Art, wie Menschen still werden, wenn sie spüren, wie sich der atmosphärisch Druck eines Gesprächs verändert. Brandt, der neben dem Humvee stand, so den alten Mann mit einem Ausdrucken, der halb Skepsis und halb etwas war, das der Beginn von Neugier sein konnte. Weber, noch immer oben am Humvee, hat sich von der Wef umgedreht auf den Ostosch hinabzusehen. Power so gut. Kalkuliert. Einerseits war es ein regulatorischer Albtraum, ein nicht überprüft Zivilperson an einer geklemmten Wef auf einem aktiven Schießstand zu lassen. Andererseits war die Qualification nun 30 Minuten im Verzug. Die Waffenmechaniker steckten sichtlich fest, und zwei weitere Durchgänge warteten auf ihren Einsatz. So Kellerman an. Kellerman gab ein Korn und Embes Schultersacken, das als kommuniziert, was ein Unteroffizier einem Offizier in der Öffentlichkeit nicht sagen kann. Stabsfeldwebel Weber, rief Power hinauf, lassen Sie die Sen Herrn einen Blick darauf werfen. Weber start von oben herab mit dem Ausdruck purer professioneller Beleidigung. Herr Lieutenant, ich habe das im Griff. Ich brauche keinen Zivilisten. Stabsfeldwebel lassen Sie schauen. Weber kletterte herunter, den Kiefer fest, den Werkzeugkasten in einer Hand geballt. Trat sieht, die Arm verschränkt, und strahlte die spezifische Reisbarkeit aus, die entsteht, wenn die Genkompetenz von jemandem in Frage gestellt wird, der einen im Rang übersteht. Jessel ging zum Humvee. Blieben der Fahrzeugzeit stehen, so zum Turm, lehnte den Sehnenstock sorgfältig gegen die gepanzerte TUA. Der Stock blieb aufrecht, und der Flatschen Oberfläche balanciert, als wusste das warten musste.
Dan begann der alte Mann mit einer Langsamkeit, die keine Unentschlossenheit, sondern Ökonomie war zu kletten. Sein Hand van den die Haltegriff. Sein Stiefel van den die Stuf. Zog sich hoch mit einer Kraft, die aus einer tieferen Quelle als dem Muskel zu kommen schien. Etwas gespeichertes und aufgesparts für genau solche Momente. Erhob sich in den Turm und stand neben der M2 Browning wie ein Mann, der in die Seat eines alten Freunds zurückgekehrt ist, den lange nicht gesehen hat. Beruht die Wef nicht sofort. So sien. Sein Augen wanderten über den Verschlusskasten, die Zufferklapp, den Lauf, den Spangriff so, wie ein Mechaniker einen Motor betrachtet oder ein Arzt einen Patienten. Nicht willkürlich such end. Les end. Streckte die linke Hand aus und legte sie flach auf die Oberklappe des Verschlusskastens sanft, fast zärtlich, so, wie man jemandem, der Schmerzen hat, die Hand auf die Schulter legt. Seine rechte Hand bewegt sich so ruckstes am Heck des Verschlusskastens und drückt dagegen. Runzelt die Stirn. Dann nickte einmal ein Bestätigung von etwas, das bereits gewusst hat. Die Ruckstes ist ein Vierteldrehung zu locker, sagte zu niemandem im Besonderen und zu allen auf einmal. Die Pufferfeder ist nicht ausreichend komprimiert. Der Verschlussträger ist außermittig fortgefahren. Die Warzen haben sich in der Laufverlängerung verhakt. Macht die ein Pause. Ihr Kopfraum ist in Ordnung. Ihr Taxit ist in Ordnung. Das Pufferfedergehäuse muss nur neu gesetzt werden. Weber murmelt von Anten, das war das Nächste, was ich überprüfen wollte. Jessel beachtet nicht. Korrigiert sein Stellung im Turm, pflanzte die Fuss, richtet die Schultern aus. Legte sein linke Hand zur Stabilisierung auf den Verschlusskasten. Hob sein rechte Hand, fein Handfläche, Finger zusammen, und hielt sie etwa 15 cm über dem Spangriff. Einen Moment lang war vollkommen still, wie ein Mann, der etwas Unsichtbares aus der Luft sich herumschöpft. Dann schlag Es war ein einziger, präziser Schlag. Seine feine Handfläche traf den Spangriff mit einem scharfen, entschlossenen Knoll, der von Humvees Panzerung wiederholt. Es war kein wilder Schlag. Es war keine rohe Gewalt. Es war gezielt, kalibriert, in einem exakten Winkel und mit einer exakten Kraftmenge ausgeführt so, wie ein Juwelier einen Fahrsang schlagt oder ein Schmied einen Amboss trifft. Die Art von Schlag, die nur ausdem wiederholten Ton erwächst, bis der Körper sich erinnert, selbst wenn der Geist längst zu anderen Dingen übergegangen ist. Der Verschluss schlag rückwärts. Der Spangriff durchlief seinen vollen Bogen zum Heck des Verschlusskastens und verriegelte mit einem sauberen metallischen Klang. Die Zufferklappe bewegt sich. Die Waffe war frei. Still. Absolut still am Schießstand. Jessel so auf die Waffe herab. Streckte die Hand aus, zog den Spangriff nach vorn, ließ ihn zurückgleiten, und der Verschluss glitt reibungslos glitt mit der geolten Precision ein, für die M2 bekannt ist, wenn sie so funktioniert, wie Johann Browning es beabsichtigt hat. Tat es noch einmal. Geschmeidig. Sauber. Dann griff zur Ruckstes und gab ihr ein Festvierteldrehung, das Pufferfedergehäuse neu setzend, mit einem hoberen Klick. Spannte die Waffe ein weiteres Mal sie zycliert wie ein Nahmaschine. So vom Turm herunter auf die Gesichter, die zu ihm emporstaten. Kellermann, dessen Klemmbrett nun vergessen in seiner Seat hing. Power, dessen Physiselbsicherheit durch etwas Stilles und Echteres ersetzt worden war. Weber, dessen beschränkte Arm sich gelost hatten, dessen Ausdruck von Abwehr zu etwas übergegangen war, das bemerkenswert wie furcht außer. Dietrich und Henning,
die mighty leicht Jeff Needham Mund das Standen. Brand der Young Schutze der den alten Mann so anstart, we mention auf den Staren, die SIE für unmöglich gehalten hatten. SIE ist gut, sagte Jessel schlicht. Prof du Pufferfeden bei den restlichen Waffen, bever IHR SIE abfuert, und sagt demjenigen, der dies hier wieder zusammengebaut hat, dass das nächste Mal einen Drehmoment anzeige, für die ruxtes Platt verwenden soll. Handfest reicht nicht. Erkletterte langsam, sorgfältig vom Humvee heruntergeht Bewegung kostet etwas, das klaglos bezahlt. Als sein fast den Boden beruhten, griff nach seinem Stock, und war noch dort genau dort, wo gelassen hat, wartend auf wie true dinge warten. Stutzte sich darauf, und für einen Moment war die Transformation in umgekehrter Reihenfolge sichtbar, der soll that word wieder zum alten Mann, der Term Schutze wieder zum Rentner mit den schmerzenden Knien und der wirbelsten Jack. Brandt kam herüber. Was nicht, was sagen sollte. War 22 Jahre alt und hat gerade beobachtet, wie ein 75-jähriger Mann in 3 Sekunden das tat, was und 3 Waffenmechaniker in 30 Minuten nicht hatten tun können. Sein Ego war angeschlagen, aber unter der Del war noch etwas anders. Etwas, das sich wie der Beginn von Verstandnis anfühlt. Wie wussten SIE, dass das funktionieren würde, fragte Jessel sah an. In seinem Ausdruck war keine Selbstgefälligkeit, keine Überlegenheit, nur der stetig, gemessen Blick eines Mannes, der einmal an dem Ort gestanden hat, an dem Brandt jetzt stand. Vor langer Zeit. Weil mir dasselbe im Februar 1991 passiert ist, sagte Mein Panzer war in der Bresch während der Bodenoffensive. Wir drängten nordwärts durch den Hindernisstreifen in den Irak. Mein Leitschutz war am Point 50 und liefert Unterdrückungsfeuer, während unser Hauptgeschütz feindlich Stellungen bekämpfte. SIE klemmte. Dieselbe Genosstorung Verschluss von blockiert, Spangriff einschfroren. Mein Leitschutz geriet in Panik. War 19. Ein guter Jung, aber hat noch nie ein Storing unter Feuer geklart. Wir bekamen Kleinkaliber-Beschuss, und die war ein irakischer T-55 etwa 800 Meter zu unserem Osten, der noch nicht bekämpft worden war. ICH hat keine Zeit zum Troubleshooten. ICH bugt mir vom Kommandanten Luken herüber, treff den Spangriff mit meiner Handflash, und die Waffe kam wieder. Wir führten in den nächsten 4 Minuten 200 Schuss durch SIE. Diese Leitschutz wurde später zur Truppführer. Das letzte, was ICH gehört habe, erlernen der Unteroffiziersschule in Fort Bliss. Machte ein Pause. Man lernt viel Dinge beim Militär, san. Die meisten lernt man aus Büchern und Lehrsälen und Ausbildungsvorschriften. Aber es gibt Dinge, die man nur lernen kann, wenn jemand auf einen schießt. Und wenn man SIE einmal so gelernt hat, vergisst man SIE nicht. Brandt stand lange da. Dann nickte Es war ein kleines, bescheidenes Nicken die Art von Nicken, die jemand gibt, wenn erkennt, wie viel noch nicht weiß. Und was noch wichtiger ist, wenn entscheidet, dass nicht wissen nichts ist, dessen man sich schämen muss sondern etwas, das man beheben muss. Das wird verbreitet sich durch den Schießstand so, wie Informationen durch militärische Formationen reisen, schnell und mit ausmachen. Als Jessel Zurich zum Zuschauerbereich gegangen war, hat die Geschichte sich bereits von einem alten Mann, der Einwurf repariert, zu einem alten Panzerkommandanten gewandelt, der ein Kampfmanöver in einem Humvee-Turm ausführt. Soldaten, die es nicht gesehen hatten, fragten Jean, die es gesehen hatten und Jean, die es gesehen hatten, erzählten es mit der weitogenen Begeisterung von Menschen, die soeben etwas erlebt hatten, und das SIE sich erinnern wollten. Kellermann, stets der pragmatische Unteroffizier, war bereits befunkt dabei,
die übrigen Waffen vor dem nächsten Durchgang überprüfen zu lassen. Aber selbst kämen so immer wieder zu dem alten Mann mit dem Stock hinüber. Es war Lieutenant Power, der ihm nachging. Power hat, zu seiner Ehre, die Selbstwahrnehmung zu erkennen, dass derjenige gewesen war, der Jessel fast weggeschickt hat und diese Erkenntnis saß ihm im Brustkorb, wie ein Stein, den bewegen musst. Lief über den Kreis und holt den alten Mann nahe der Absperrung ein. Mein Herr, ich schuld Ihnen eine Entschuldigung. Jessel blieb stehen. Dreht sich lehnte auf seinem Stock, und so den Lieutenanten. Wofür? Dafür, des ich abweisend war. Ich hat Ihnen von Anfang an zuhören sollen. Jessel betrachtet einen Moment lang, und etwas in dem Ausdruck des alten Mannes wird weicher. Nicht jener warm wiedererkennen. Die Art, wie man jemanden ansieht, wenn man dieselben Fehlermädchen sieht, die man selbst einmal gemacht hat. Und weiß, dass das Mädchen diese Fehler ein Teil davon ist, wie man besser wird. Sie haben ihr Pflicht getan, Herr Lieutenant. Sie hatten einen aktiven Schießstand, ein geklemmte Waffe und einen nicht verifizierten alten Mann, der in ihrem Kontrollpunkt vorbeiging. Sie hatten Recht, mich aufzuhalten. Sie hatten Recht, vorsichtig zu sein. Waring Sie vorschlagen, war der Name, des ICH, weil ICH alt bin und einen Stock benutzt, unmöglich mehr über dies Waffe wissen konnte als die Leute, die gerade daran arbeiten. Hielt ihn. Aber das ist nicht nur IHR Fehler. Das ist alle Fehler. Menschen sehen jemanden wie mich und sehen eine Belastung. Sie sehen einen langsamen Gang und ein Schlechthaft und einen Körper, der nicht mehr so funktioniert wie früher. Was Sie nicht sehen, sind die 40 Jahre, die ich damit verbracht habe, Jeds Waffensystem im Besten des hier zu lernen. Was Sie nicht sehen, sind 100.000 Kilometer in gepanzerten Fahrzeugen. Was Sie nicht sehen, ist Wastensturm. Tippte mit Stock liegt auf den Boden. Dieser Stock ist kein Zeichen von Schwach sein. Ist ein Quittung für geleistete Dienste. Power schwieg mehrere Sekunden. Als sprach, war seine Stimme anders leiser, und die gespielt Selbstsicherheit, setzt durch etwas Echtes. In welcher Einheit wären Sie bei Wastensturm, Herr Hauptfeldwebel? Zweites Aufklärungskavallerieregiment, Adlertrupp. Ich war Panzerkommandant unter Hauptmann, Meister während der Schlacht von 73 Easting. Jessel sagte es so, wie man sein Heimatadress nennt etwas so Grundlegendes für die eigene Identität, dass es keiner Betonung bedarf. Aber Powers Organ weiteten sich. Die Schlacht von 73 Easting war eins der meisten allercerten Panzergefechte der modernen Militärgeschichte, ein einseitiger amerikanischer Sieg, bei dem ein kleine Kraft von Aufklärern und Panzern eine gesamte Brigade der irakischen Republikanischen Guard in einem Gefecht durch einen Sandsturm vernichtet. Sie wurden offensichtlich unterrichtet. Power hat eine Hausarbeit darüber geschrieben. Sie waren bei 73 Easting, sagte Power, und es war keine Frage. Ich war bei 73 Easting, bestätigt Jessel. Mein Panzer hat an jenem Nachmittag via feindlich Fahrzeug bekämpft und vernichtet. Wir drangen durch die Verteidigungsstellungen der Republikanischen Guard und führen weiter. Ich hat geschoss, die auf meinem Rumpf einschlugen. Ich hat meinen Leitschützen, der .50 Kaliber Storenklater, von der Ich innen gerade ersalt habe, während Luxber Munition über an sie Kopf ging. Ich hat einen Fahrer, der 20 Jahre alt war und Angst hat aber diesen Panzer vor, als wäre darin zur Welt gekommen. Blickte über den Schießstand hinaus zu den fernen Zielscheiben und dem flatschen Kansas Horizont.
Das ist 35 Jahre her. Und ich kann immer noch die Vibration Jeans Motors unter meinen Füßen spüren. Ich kann immer noch das Hauptgeschütz hören. Ich kann immer noch den Kordet und den Diesel riechen. Die ist den Schwörlesen einen nicht. Sie würden Teil von einem. Und die Fähigkeiten, die einen im Leben erhalten haben, die Wörlesen einen auch nicht. Worten nur, bis jemand wiederbrocht. Power streckte die Hand aus Jessel nam Sie schüttelten sich die Hand. Und in diesem Händedruck war mehr als Höflichkeit. Es war eine Anerkennung, eine Übertragung von Verständnis zwischen zwei Soldaten, durch Jahrzehnte getrennt, aber verbunden durch dieselbe Uniform, denselben Eid und dieselben Waffen. Das Wort vibriert sich weiter. Als die Qualification wieder aufgenommen wurde, war Jessel namentlich und seinem Rufnack bekannt. Jemand hat das Operationsbüro der Einheit angerufen, und der Operationsfeldwebel ein verwitterter Hauptfeldwebel namens Thomason, der 28 Jahre gedient hat, kam im Laufschritt zum Schießstand herunter, als den Namen Ernst Jessel hat. Thomason war junger Soldat im Besorgungsbataillon des 2. Aufklärungskavallerieregiments während Wostensturm gewesen. Hat nicht direkt unter Jessel gedient, aber kannte den Namen. Jeder, der im Regiment gedient hat, kannte den Namen. Hauptfeldwebel Jessel, Adlertrupp, 73 Easting. Der Mann, der seinen Panzer mit einer Ruhe kommandiert hat, die jubenatliches grenzte der Führer auf mehrere feindliche Stellungen gelenkt hat und gleichzeitig seine verängstigte Besatzung durch ihren ersten und einzigen Kampfeinsatz gecoacht hat. Der nach einem beinahe Missgeschick durch ein Raket einen Medevac abgelehnt hat, weil sagte, seine Besatzung braucht mehr als die Sanitätsstation. Thomason fand Jessel wieder im Zuschauerbereich auf der Leitfläche seines LKW sitzend, Kaffee aus einer Thermoskanne trinkend, die so alt aussah wie der Wagen. Thomason trat heran und stand in Halbtagsstellung. Nicht die beiläufig, routinemäßig Halbtagsstellung, die Soldaten sich gegenseitig Afghanistans-Posten geben. Wohl, Star, Kinn hoch, Brust raus Halbtagsstellung. Die Art, die etwas bedeutet. Hauptfeldwebel Jessel, bin Hauptfeldwebel Thomason. War im Versorgungsbataillon, Zweites Aufklärungskavallerieregiment, 1990 bis 1993. Es ist ein Ehre, Herr Hauptfeldwebel. Jessel sah von seinem Kaffee auf. Mustert Thomasons Gesicht, die Haltung, den echten Respekt in dem Auftreten des Mannes. Und zum ersten Mal an jenem Morgen verschob sich das Linienwerk Ernst Jessels Augen. Nicht ganz ein Lächeln, etwas Warmes als das. Etwas, das entsteht, wenn man gesehen wird. Wirklich gesehen. Nicht als alter Mann mit einem Stock, nicht als Zuschauer hinter einer Absperrung, sondern als das, was immer gewesen war. Ruhen, Thomason, sagte Jessel. Setzen sich. Nehmen Sie einen Kaffee. Erzählen Sie mir von Ihrer Einheit. Und so saßen Sie und sprachen. Sie sprachen über das alte Regiment und die Menschen, die darin gedient hatten. Sie sprachen über die Soldaten, die auf Großdienst weitergegangen wären, und über die Soldaten, die nicht nach Haus gekommen wären. Sie sprachen darüber, wie das Militär sich verändert hat und wie es gleich geblieben war. Und während Sie sprachen, geschah auf dem Schießstand etwas anders. Etwas Stilles und Ungeplants. Brandt war in den Turm zurückgekehrt. Die Waffe lief nun perfekt, Verschluss sei klirrend im gleichmäßigen, zuverlässigen Rhythmus, der die M2 Browning zur langlebigsten Waffe im amerikanischen Arsenal gemacht hat. Absolviert seinen Qualifikationsdurchgang, und absolviert gut, Schuss nach Schuss auf die Zielscheibe setzend mit der fokussierten Disziplin, die entsteht,
wenn man etwas beweisen muss. Nicht denn bewerten oder seinem Antrefisier. Sich selbst. Als fertig war, kletterte vom Turm herunter und ging nicht zum Bewertungszelt, sondern zurück zum Zuschauerbereich. Fan Jessel und Thomason noch immer auf der Leitfläche im Gespräch. Herr Hauptfeldwebel Jessel, sagte Brandt, würden Sie ich mean, wenn Sie Zeit haben, würden Sie mir sagen, wie man die Pufferfedergruppe und die Ruxdesplatt richtig überprüft. Ich möchte sicher gehen, dass ich weiß, wie man es richtig einstellt. Ich will nicht, dass das noch einmal passiert. Jessel so den Jungen Soldaten. Stellte seinen Kaffee ab. Griff nach seinem Stock und stand langsam auf, mit den sorgfältigen Bewegungen eines Mannes, der Jed Zwicken in seinem Körper redlich verdient hat. Führen Sie mich, Gefreiter, sagte Die nächsten 45 Minuten stand Ernst Jessel neben dem Turm des Humvees und lehrt. Nicht aus einem Handbuch. Nicht aus einer PowerPoint-Präsentation. Aus dem Gedächtnis, aus Erfahrung, aus der Bibliothek von Wissen, das 40 Jahre Militärdienst in sein Hand und seinen Geist geschrieben hat. Sagte Brandt, wie man die Pufferfederspanning durch Gefühl prüft. Sagte ihm, wie man die Ruxdesplatensetzung und Drummermentanzeiger verifiziert mit einer spezifischen Handtechnik, die ihm sein eigener Panzerkommandant 1983 beigebracht hat. Sagte ihm, wie man im Kampftempo ein Störungsbehebung mit dem Handballenschlag durchführt, erklärt den Winkel, die Kraft, den Zielpunkt im Spangriff, und ließ Brandt üben, bis die Bewegung reibungslos und instinktiv war. Die Soldaten versammelten sich. Weber kam herüber, und was auch immer an professionellem Stolz sowohl verletzt worden war, wurde nun durch echtes professionelles Interesse verdrängt. Dietrich und Henning standen am Rand und machten Notizen. Selbst Paul war dabei, stand etwas zurück und hört zu. Jessel lehrt SIEL. Lehrt geduldig, gründlich, ohne Herablassung oder Effekthascherei. Beantwortet jede Frage. Korrigiert Fälle sanft. Erzählt Geschichten aus Wostensturm, nicht zu beeindrucken, sondern zu veranschaulichen, jede Lektion in einem realen Kontext zu verranken, der Sie auf ein Weise hängen lässt, wie es Unterrichtsanweisungen manchmal nicht tun. Erzählt von dem Mal, als das Milligramm seines Leitschützen während eines Sandsturms klemmte und SIS blind klaten nur durch Gefühl, weil der Sand so dicht war, dass SI die Wef nicht sehen konnten. Erzählt von dem Mal, als ein Kopf vom Versagen fast ein katastrophal Halsentrennung verursacht hat und was SI getan hatten, es zu verhindern. Erzählt ihnen Dinge, die in keinem technischen Handbuch standen Dinge, die nur im lebendigen Gedächtnis der Soldaten existierten, die dabei gewesen wären. Als fertig war, lehnte auf seinem Stock und sah die Gruppe junger Soldaten sich herumgehen. Die zu Browning verteidigt dieses Land, sieht you Grosselton noch nicht geboren wären, sagte SIE ist älter als IHR zusammen, und SIE wird noch higher sein, wenn IHR in meinem Alterszeit auf irgendeinem zukünftigen Schießstand und beobachtet, wie ein zukünftiger Soldat zu verstehen versucht, warum SIE nicht erklärt. Macht die ein Pause. Respektiert SIE. Lernt SIE. Und wenn SIE zu spricht hört zu. SIE versucht etwas zu sagen. Der Qualifikationstag in die zwei Stunden hinter dem Zeitplan. Aber indeed mit etwas, das zu Beginn nicht gehabt hat. Die Soldaten, die in den Spattern durchgangen schossen, gingen mit ihrer Wef mit einer deutlich anderen Sorgfalt Pufferfedern wurden geprüft. Ruxdesplatten wurden verifiziert. Kopfraum und Taxit wurden präzis eingestellt. Nicht weil jemand es ihnen befohlen hat, weil SIE gesehen hatten, was es bedeutet,
wenn jemand einwaf wirklich kennt. Und sie wollten dies Person sein. Kellerman schrieb den Tagesablauf in den Ausbildungsnachbericht der Einheit. Im Abschnitt bedeutend Beobachtungen schrieb einen einzigen Satz, der mehr zusammenfasst als jeder Absatz konnte. Hauptfeldwebel AD Ernst Jessel, Veteran des Zweiten Aufklärungskavallerieregiments, beteiligt spontanen Waffenunterricht, der den Ausbildungswert der geplanten Qualifikation übertraf. Power billigt den Bericht und fügte eine Empfehlung hinzu, dass die Einheit ein formell Mentoring-Verbindung zu örtlichen Pensionierten Unteroffizieren und Offizieren aufbauen soll. Die Empfehlung wurde genehmigt. Jessel wurde eingeladen zurückzukehren. Kam jeden Monat. 6 Monate später hielt die Einheit eine nächste jährliche Waffenqualifikation AB. Jets .50 Kaliber, das an jenem Tag abgeführt wurde, funktioniert ohne ein einzig Storing. Brandt nun Feldwebel war derjenige, der die Vorbeinspektionen leitet. Prüft jede Pufferfeder von Hand. Verifiziert jede Rückstesplatte MIT der Technik, die Jessel ihm beigebracht hat. Und als ein neuer Soldat Zoom aus 10 Mal in den Term kletterte nervös und unsichert lente Brandt sich herüber und sagte dem jungen Mann etwas, was ihm einst ein alter Panzerkommandant gesagt hat. Hör auf die Waffe. Sie versucht dir etwas zu sagen. Ernst Jessel beobachtet es vom Zuschauerbereich aus auf seinen Stock gestützt, Kaffee aus seiner alten Thermoskan trinkend. Muss diesmal nicht in die Leine herunter. Sein Wissen war bereits dort lebend in den Händen und Köpfen der Soldaten, denen es beigebracht hat. Das war nicht Orden. Nicht Rekord. Nicht Geschichten. Die Dinge, die man lehrt. Die Dinge, die von einem Soldaten zum nächsten weitergehen über Jahrzehnte und Generationen. Die Menschen am Leben erhalten. Die Waffen am Laufen halten. Die Kette angebrochen halten. Ein Handballenschlag. 3 Sekunden. 35 Jahre Erfahrung dahinter. Und ein Lection, die jetzt Gerard auf diesem Schießstand überdauern wird. Nimm niemals an, dass alte Abwesenheit bedeutet. Nimm niemals an, dass ein Stock Unfähigkeit bedeutet. Und unterschätzt niemals einen Soldaten, der das Geräusch der Medusa im Kampf gehört hat. Sie tragen etwas, das kein Ausbildungshandbuch geben kann und keine Zeit wegnehmen kann. Sie tragen das Echte. Wenn du glaubst, dass die Erfahrung dauer, die gedeiht haben, niemals wirges sen werden sollte abonnier die sen Kanal. Teil dies Geschichte mit jemandem, der die alte Guard respektiert. Und das nächste Mal, wenn du einen alten Veteranen mit einem Stock siehst, denk daran, du siehst nicht, was verloren hat. Du siehst, was überlebt hat.